Ich habe Baden-Württemberg, Deutschland und die EU vor 26 Jahren verlassen und wenn ich mir das Wahlergebnis aus Baden-Württemberg von gestern anschaue, dann bestätigt sich wieder, dass das eine der besten Entscheidungen meines Lebens war. In diesem Video erkläre ich dir, warum ich so denke. Baden-Württemberg hat gewählt und man kann das Ergebnis auch so zusammenfassen, dass es im Westen nichts Neues gibt. Die Grünen und die CDU sind die stärkste Partei. Sie werden vermutlich, so wie es aussieht, auch in Zukunft weiter regieren. Die SPD stürzt ab. Die AfD gewinnt viele Prozentpunkte hinzu. Die FDP ist draußen. Wenn du diesen Kanal öfter schaust, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich Deutschland vor vielen Jahren verlassen habe, nämlich genau vor 26 Jahren und das in Richtung Schweiz. Ich habe also nicht nur Baden-Württemberg in Deutschland verlassen, sondern auch die EU. Ich bin danach weiter in den UK und von dort weiter in die USA ausgewandert. Ursprünglich komme ich aus Freiburg und selbst wenn ich natürlich jetzt schon lange nicht mehr in Baden-Württemberg und in Deutschland wohne, bin ich natürlich regelmäßig zu Besuchen oder auch im Urlaub in Baden-Württemberg. Ich bin gerne da, es gefällt mir dort. Zumindest zu Urlaubszwecken halte ich mich dort sehr gerne auf. Du weißt vielleicht, dass auch Deutsche im Ausland wählen können, wobei bei Landtagswahlen kann man nicht wählen, bei der Bundestagswahl kann man wählen. Ich allerdings habe noch nie in Deutschland gewählt, auch wenn ich, wie gesagt, bei der Bundestagswahl auch aus dem Ausland mitwählen könnte. Ich bin überzeugter Nichtwähler. Es gibt keine Partei für mich in Deutschland, die ich mit gutem Gewissen wählen könnte und einfach das kleinere Übel zu akzeptieren, ist für mich definitiv auch keine Lösung. Natürlich finde ich das demokratische System nicht schlecht. Natürlich finde ich wichtig, dass es einen funktionierenden Staat gibt, der für Recht und Ordnung sorgt, der für Verteidigung sorgt, der Einwanderung kontrolliert, der die Eigentumsrechte sichert, der sich um Infrastruktur kümmert. Das sind natürlich alles sehr wichtige Funktionen. Und natürlich ist es mir auch daran gelegen, dass Deutschland und auch konkret Baden-Württemberg natürlich floriert. Umso überraschender ist es dann, wenn man sich das Wahlergebnis gestern anschaut. Denn zweifellos sind es ja die Parteien, die den Karren in den Dreck gefahren haben oder man kann auch sagen, die den Standort Deutschland und ganz spezifisch Baden-Württemberg zerstört haben. Es sind jene Parteien, die aus mir unerklärlichen Gründen weiter an der Macht sind. Liebe Baden-Württemberger, warum wählt ihr solche Totalversager? Warum gewinnt eine Partei wie die Grünen die Wahl, die den Standort Deutschland tatsächlich zugrunde gerichtet haben? Schauen wir uns doch einmal an, wie viele Jobverluste es spezifisch in Baden-Württemberg, zum Beispiel in wichtigen Unternehmen der Automobilindustrie gab. Also das sind jetzt nur einige wichtige Beispiele, aber bei Bosch werden insgesamt 13.000 Stellen abgebaut. Bei ZF in Friedrichshafen fallen bis zu 14.000 Jobs weg. Bei Daimler Truck bis zu 5.500 Arbeitsplätze. Beim Mercedes generell fallen bis zu 10% der Stellen weg. In der Automobilindustrie insgesamt, jetzt nicht nur in Baden-Württemberg, fallen fast 50.000 Stellen weg und 11% Beschäftigung bei Zulieferern. In Baden-Württemberg gibt es 22% weniger offene Stellen in der Automobilindustrie. Tatsächlich sollen in der Automobilindustrie in Baden-Württemberg bis 2030 8 bis 14% der Stellen wegfallen. Aber auch andere Branchen sind davon betroffen. In der Metallproduktion sollen 5,4% der Stellen gestrichen werden, bei der Elektronik 3%, in der Plastikindustrie 2,6% und der Herstellung von Metallprodukten weitere 2,5%. Tatsächlich sind in Deutschland viele Industriezweige seit 2018 zweistellig geschrumpft. Das musst du dir mal vorstellen. Wir hatten bis 2025 in Deutschland die längste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das während zum Beispiel die amerikanische Wirtschaft der europäischen davonläuft. Aber auch innerhalb der EU gibt es viele Länder, wo es deutlich besser läuft als in Deutschland. Nehmen wir zum Beispiel einmal Spanien. Und die Politiker, die das zu verantworten haben, die Parteien, die das zu verantworten haben, die werden jetzt wieder gewählt, insbesondere die Grünen und die CDU. Denken wir daran, es war die CDU, die die Energiewende damals beschlossen hat, nach dem Unglück im Kernkraftwerk von Fukushima 2011. Es war eine populistische Entscheidung der damaligen Kanzlerin Merkel, denn es gab kein vernünftiges Konzept für den Atomausstieg. Die Politiker haben gewusst, dass erneuerbare Energien zwar sinnvoll sind, aber dass es kein tragfähiges Konzept gibt, die Atomkraftwerke abzuschalten und komplett auf erneuerbare Energien umzuschalten. Sie haben gewusst, dass das zu einer Situation führt, wo man dann auf Energie von Russland
angewiesen ist. Man hat sich in eine Abhängigkeit begeben. Und die später daraus folgenden hohen Energiepreise vor allem haben dann dem produzierenden Gewerbe und den wichtigsten Industrien in Deutschland, die natürlich viel Energie brauchen, den Garaus gemacht. Und jetzt haben wir noch gar nicht über die desaströsen Gesetze des Herrn Habeck gesprochen, der dann vielen Standorten in Deutschland tatsächlich den Todesstoß versetzt hat. Aber wir schauen uns Baden-Württemberg an. Die Grünen gewinnen, die CDU fast gleich auf. Eigentlich sollten diese Politiker vor Gericht gestellt werden, aber die Baden-Württemberger wählen sie wieder. Und das ist das Problem in Deutschland. Es ist eine Abwärtsspirale, die nicht zu stoppen ist, aber es sind im Grunde genommen selbst zugefügte Wunden, denn wie wir an diesen Wahlen sehen, haben Wählerinnen und Wähler wohl noch immer nicht genug. Verstehe mich jetzt nicht falsch, auch ich finde erneuerbare Energien sehr gut, aber man muss es richtig machen. Man muss es zum Beispiel so machen wie in den USA. In Texas zum Beispiel kostet eine Kilowattstunde Strom nur 16 Cent. In Baden-Württemberg, wenn ich richtig informiert bin, sind es 40 Cent. Jetzt wirst du vielleicht aufschreien und sagen, naja, die Texaner, da wird ja Strom produziert mit Öl und Gas. Nein, das ist nur teilweise korrekt, denn auch in Texas wird sehr viel erneuerbare Energie produziert. Tatsächlich liegt der Anteil in Texas der erneuerbaren Energien bei 45%. In Deutschland sind es momentan 55%. Also Deutschland liegt vorne, aber Texas liegt nicht weit zurück und wird garantiert Deutschland demnächst überholen, einfach weil man dort viel einfacher Energie aus erneuerbaren Energien produzieren kann. Aber der wichtigste Grund, warum der Strom in Texas so viel billiger ist, und wie gesagt, das sind Endverbraucherpreise, in der Industrie wird nochmal viel weniger Strom bezahlt. Da sprechen wir in Texas zum Teil von 2 bis 3 Cent, US-Dollar-Cent, ja, pro Kilowattstunde Strom. Der Grund, warum das in Texas so günstig ist, liegt daran, weil es nach marktwirtschaftlichen Kriterien gesteuert ist und strukturiert ist. Hier gibt es keine staatlichen Incentives in der gleichen Weise wie in Deutschland, keine Subventionen, sondern da gibt es intelligente Menschen, Unternehmer, die ins Risiko gehen, die dort investieren, die nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren, wie man das Ganze erfolgreich betreiben kann, und dann geht man damit an den Markt. Man kann zum Beispiel in Texas zu den Mittagsstunden extrem günstig den Strom bekommen aus erneuerbaren Energien. Man kriegt ihn praktisch sogar geschenkt. Das heißt, es gibt dann pfiffige Unternehmer, die dort große Batteriespeicheranlagen bauen, die den Strom für sehr wenig Geld von den Stromproduzenten abnehmen. Und wie gesagt, ich rede jetzt von erneuerbarer Energie, und die dann den Strom letztlich zu den Stoßzeiten am Abend, wenn die Menschen nach Hause kommen von der Arbeit und die Klimaanlage anschalten, wieder verkaufen. In Deutschland gibt es kein schlüssiges Konzept, um den Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern. In Deutschland ist generell die Frage, inwieweit sich erneuerbare Energien tatsächlich rentieren, gegeben, denn dadurch, dass ja die Hälfte des Jahres relativ kurze Tage sind, ist insbesondere bei Photovoltaikanlagen eine Rentabilität stark in Frage gestellt. Tatsächlich hätte Deutschland es genauso machen müssen wie China. China ist bekanntlich extrem innovativ, wenn es um erneuerbare Energien geht, betreibt allerdings auch in großem Maße Atomkraftwerke und baut diese weiter aus. Das heißt, der Schlüssel für China, um eben auch unabhängig zu werden vom Erdöl und von ausländischen unzuverlässigen Lieferanten, wir müssen jetzt hier nur die Iran-Krise anschauen, ist für China tatsächlich die Kombination zwischen Kernenergie und erneuerbaren Energien. Auch hier ist das Ganze nicht ideologisch getrieben. Die Chinesen sind ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie besonders umweltbewusst sind, sondern hier geht es um strategische Standortüberlegungen, die China als ein wichtiges Industrieland für sich trifft. In Deutschland steht die Ideologie viel mehr bei Vordergrund bei solchen Entscheidungen. Wie gesagt, wir haben es 2011 gesehen bei Fukushima. Hier wurde die Angst der Bevölkerung genutzt von Angela Merkel, um ja eine Entscheidung zu treffen, die wissenschaftlich, die wirtschaftlich absolut keinen Sinn macht, rein aus Ideologiegründen. Das nennt man Populismus oder auch Manipulation. Was können wir also erwarten für Baden-Württemberg? Leider befürchte ich, dass hier der Niedergang auch nicht mehr zu stoppen ist. Natürlich vor allen Dingen nicht mit einer solchen Regierung, wenn man sich die Regierungsparteien anschaut, die jetzt gewählt worden sind. Ich muss allerdings auch sagen, ich kenne keine andere Partei, die in der Lage wäre, hier das Ruder umzuwerfen. Dass es die AfD kann, das glaube ich persönlich nicht. Auch die AfD ist nur ein Player in einem System. Sie ist einfach wie ein weiterer Bundesliga-Club in einer Bundesliga der Parteien, wenn wir es so wollen. Am Ende sitzen alle an einem großen Tisch und verteilen das Bärenfell, in dem Fall eben die Steuergelder der Bürger.
so wie es ihnen opportun erscheint. Also leider keine guten Aussichten für Baden-Württemberg. Und da ändert natürlich auch nichts dran, dass ich bis heute, auch wenn ich seit 26 Jahren im Ausland lebe, immer Autos gefahren habe, die in Baden-Württemberg hergestellt sind. Das heißt, ein gewisser Lokalpatriotismus ist natürlich auch bei mir vorhanden. Nun muss man sagen, dass die Baden-Württemberger der alten Schule, und man muss mal sehen, wann wieder solche zum Vorschau kommen. Ich glaube, die meisten von ihnen sind ausgewandert, aber Baden-Württemberger und die Deutschen natürlich generell von altem Schrot und Korn, wie man so schön sagt. Sie sind innovativ, sie sind clever, sie sind fleißig, sie arbeiten hart, sie sind zielbewusst, sie denken sehr strukturiert. Also daher grundsätzlich langfristig ist eigentlich meine Prognose für Deutschland positiv, obwohl die demografische Entwicklung natürlich in Deutschland katastrophal ist. Das heißt, die Deutschen sind dabei am Aussterben. Und oftmals haben ja die intelligentesten Menschen leider nicht so viele Kinder. Das heißt auch hier die Prognose ehrlich gesagt eher düster. Aber dennoch grundsätzlich bleibt natürlich Hoffnung für Deutschland und auch für Baden-Württemberg, ganz klar. Aber ich denke, es wird erst noch mal schlimmer, bevor es besser wird. Das heißt, du musst dir im Grunde genommen überlegen, auch wenn du dieses Wahlergebnis anschaust, inwieweit du dieses System noch mittragen willst. Du bist ja derjenige als Steuerzahler, wenn du in Deutschland wohnst, wenn du in Baden-Württemberg wohnst. Du bist derjenige, der das Ganze finanziert. Nur durch dich letztlich kann der Staat so weitermachen. Wenn du dich weigerst, dieses System weiter zu finanzieren, wenn du weigerst, dem Staat dein Geld und dein Leben zu geben, dann kannst du persönlich dich schon mal davon distanzieren. Dann kannst du dich und deine Familie und dein Vermögen schützen. Und daher denke ich ehrlich gesagt, aber da bin ich natürlich auch voreingenommen, jeder, der in irgendeiner Weise Leistungsträger ist, der gut verdient, der hart arbeitet, der ein Unternehmen aufgebaut hat oder als führender Angestellter irgendwo tätig ist oder als Freiberufler oder Investor, jeder, der selbstständig denken kann, jeder, der eine große Zukunft vor sich hat, jeder, der erfolgreich ein Unternehmen verkauft hat, jeder, der im wohlverdienten Ruhestand ist und ein Leben lang hart gearbeitet hat, gespart hat, vorgesorgt hat. All diese Menschen werden vom System in Deutschland und in Baden-Württemberg weiter ausgenommen werden. Auch wenn das Bürgergeld jetzt ja offiziell abgeschafft wurde, oder sollen wir lieber sagen umbenannt wurde, wird sich an der generellen Stoßrichtung in Deutschland, in Baden-Württemberg noch lange nichts ändern. Die Steuereinnahmen in Deutschland liegen bei einem Rekordniveau von 1 Billion Euro. Zusätzlich wurden auch noch 1 Billion Euro neue Schulden aufgenommen, das sogenannte Sondervermögen für alle möglichen Dinge. Dennoch reicht das Geld nicht aus, die Kassen sind leer, weil der Staat natürlich immer weit über die Stränge schlägt, mit Geld nicht umgehen kann, weil es natürlich auch das eigene Geld nicht ist und deswegen Politiker andauernd Geld verschwenden. Also da wärst du und ich nichts dran ändern können. Deswegen, wie gesagt, ich wähle nicht mehr, ich beteilige mich nicht an einem solchen System. Dann kann ich wenigstens sagen, ich habe mich rausgehalten. Deine und meine Stimme, die zählen nicht. Aber was du machen kannst, was zählt, ist eben mit deinen Füßen zu wählen und zu gehen. Die Baden-Württemberger hatten ja schon immer eine gute Beziehung zur Schweiz. Viele Baden-Württemberger wandern in die Schweiz aus. So habe ich es genauso getan. Die Schweiz, sie ist zwar auch nicht perfekt. In gewisser Weise beobachten wir in der Schweiz ähnliche Entwicklungen wie auch in Deutschland, aber alles ist eben etwas verlangsamt und grundsätzlich habe ich bei der Schweiz aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihres demokratischen Selbstverständnisses und aufgrund ihrer Freiheitsideale noch mehr Hoffnung als für Deutschland, auch kurzfristig und mittelfristig. Das heißt, eine Auswanderung in die Schweiz kann für viele ein erster sinnvoller Schritt sein oder wenn du natürlich mehr Mut hast und natürlich Lust auf mehr hast, dann gibt es auch noch viele andere interessante Länder. Dubai hat bis vor kurzem dazugehört, Zypern hat bis vor kurzem dazugehört. Ob diese Länder jetzt noch zu empfehlen sind, das ist natürlich etwas fraglich, wenn wir uns die Nachrichten anschauen. Aber nur weil jetzt im Mittleren Osten wieder ein schlimmer Krieg tobt, sollte dich das nicht verunsichern. Es gibt viele andere Länder, die sicher sind, wo nicht nur du sicher bist, sondern eben, wo auch dein Vermögen sicher ist vor dem Zugriff gieriger Regierungen. Und das ist ja genau das, wo wir auch viele deutsche, österreichische und auch Schweizer Unternehmer, Freiberufler, Investoren, allgemein also Leistungsträger aus dem deutschsprachigen Raum bei unterstützen und das schon seit 20 Jahren. Wenn du mich fragst, dann sage ich, rette sich, wer kann, rette dich und dein Vermögen, solange du es noch kannst. Wir haben gerade eben von diesem Konflikt im Iran gesprochen. Wenn es einmal richtig heiß hergehen sollte und auch Deutschland in irgendeiner Weise in diesem Krieg involviert ist, zum Beispiel durch den Artikel 5 der NATO oder auch durch den Bündnisfall innerhalb der Europäischen Union, weil zum Beispiel Zypern angegriffen wird, dann wird man sich nicht mehr so ohne weiteres bewegen können, man wird Deutschland nicht mehr so ohne weiteres verlassen können. Das Ganze muss es für uns eine große Warnung sein, dass wir uns jetzt mit diesen Themen beschäftigen, solange es noch geht. Und wenn es für dich in Frage kommt, auszuwandern, weil du zum Beispiel ortsunabhängig auswandern
auswandern kannst, dann würde ich dir raten, das so schnell wie möglich anzugehen. Wir helfen dir gerne dabei, wir unterstützen dich gerne dabei. Wir haben eine sehr lebhafte und eine sehr freundliche Community. Schau dir zum Beispiel unseren Telegram-Kanal an oder wir haben auch unseren New Horizons Club, wo wir regelmäßig virtuell und natürlich auch im echten Leben zusammenkommen, wo wir eine lebhafte Telegram-Gruppe haben, wo du viele Tipps als Auswanderer bekommst, wo sich dann durch unsere Seminare, Reisen und Veranstaltungen dann auch wirkliche Freundschaften und geschäftliche Beziehungen entwickeln mit Leuten, die gleichgesinnt sind, die genauso frustriert sind wie du, wenn sie auf das Wahlergebnis in Baden-Württemberg schauen. Also dazu lade ich dich ein. Manchmal hat man ja Angst vor diesem ersten Schritt, manchmal hat man Angst, Deutschland zu verlassen. Man hat Angst vor dem Ungewissen, man hat Angst, was die Zukunft bringen mag. Aber wie gesagt, ich habe es vor 26 Jahren getan. Ich habe es nie bereut. Tatsächlich gibt es viele andere schöne Länder. Und vor allen Dingen, wenn du ein Leistungsträger bist, dann wird es dir in anderen Ländern tendenziell eher einfacher fallen als schwerer fallen. Also, wir sind für dich da. Schau dir unsere Webseite an, schau dir unseren YouTube-Kanal an, werde Mitglied unseres Telegram-Kanals oder eben auch in unserem New Horizon Club. Komm zu einem unserer Seminare und Events. Und natürlich kannst du auch gerne ein Beratungsgespräch buchen bei meinen Kollegen und bei mir. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir dir helfen können, neu in die Zukunft aufzubrechen im Ausland. Wenn wir dir helfen können, dich im Ausland steuerlich zu optimieren, dein Vermögen zu schützen, möglicherweise eine zweite Staatsbürgerschaft anzunehmen, Aufenthaltstitel zu erwerben, dein Vermögen international zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.